Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch klingt. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Hallo auch von meiner Seite. Wir haben heute, glaube ich, ein wirklich nützliches Thema für euch. Besonders, wenn man in Deutschland mal zum Arzt muss. Genau. Wir schauen uns heute mal ganz genau den Wortschatz für den Kopf- und Halsbereich an. Also, welche Körperteile gibt es da, welche Krankheiten und vor allem, wie spricht man darüber? Ja, das ist super wichtig, gerade auf den Niveaus B2, C1 oder sogar C2. Und wir beleuchten dabei einen ganz wichtigen Unterschied, nämlich den zwischen der normalen Alltagssprache, die wir alle benutzen, Und der medizinischen Fachsprache, also die Sprache, die Ärzte verwenden. Das hilft euch dann hoffentlich, im Gespräch beim Arzt auch wirklich alles zu verstehen. Und teilt die Folge gerne mit Leuten, die auch davon profitieren könnten. So, fangen wir mal an. Am besten ganz oben am Kopf, oder? Wir arbeiten uns einfach mal systematisch von oben nach unten. Gute Idee. Also, der hintere Teil des Kopfes, der heißt ja ganz einfach, der Hinterkopf. Logisch, oder? Und wenn wir dann so nach vorne wandern über die Augen, da haben wir dann die Stirn. Richtig. Und die seitlichen Bereiche von der Stirn, das sind die Schläfen. Diese 3 Wörter sind wirklich wichtig, wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen beschreiben will. Stimmt. Man kann dann sagen, ich habe Schmerzen im Hinterkopf und es zieht so an den Schläfen. Ganz genau. Oh ja, das kenne ich gut. Und da, wo die Haare im Gesicht anfangen, wie nennt man das noch gleich? Das ist der Haaransatz. Der Haaransatz. Klar. Okay, gehen wir mal ein Stück tiefer, so zur Mitte des Gesichts. Da gibt es unter den Augen einen Knochen mit einem, ich finde, etwas seltsamen Namen, das Jochbein. Ja, das ist faszinierend, weil das Wort Bein früher einfach nur Knochen bedeutet hat. Das sieht man heute noch in solchen Wörtern. Ah, okay. Ein einfacherer Name dafür, den man sich vielleicht auch besser merken kann, ist der Wangenknochen. Das macht natürlich Sinn. Die ganze Region ist ja die Wange. Genau. Und umgangssprachlich sagt man auch oft die Backe. Man hört das ja oft bei Kindern. Das Kind hat ganz rote Bäckchen. Richtig. Genau das. Oder wenn man vom Zahnarzt kommt und die Wange geschwollen ist, dann sagt man, ich habe eine dicke Backe. Stimmt. Gut, dann lass uns kurz über die Augen sprechen. Die Haare darüber, das sind die Augenbrauen. Richtig. Und die Hautteile zum Schließen der Augen sind die Augenlider. Wir haben ein oberes und ein unteres. Und die feinen Härchen am Rand, das sind die Wimpern. Und genau hier sehen wir wieder diesen wichtigen Unterschied zwischen Alltags- und Fachsprache. Es gibt nämlich eine ganz dünne Haut an der Innenseite der Augenlider. Du meinst die Bindehaut. Ganz genau, die Bindehaut. Und wenn die sich entzündet, dann hat man eine Bindehautentzündung, das Auge ist dann rot, es juckt, ist vielleicht auch geschwollen. Korrekt. Der Arzt würde zu dir also sagen, Sie haben eine Bindehautentzündung. Aber im Arztbrief oder vielleicht im Gespräch mit einem Kollegen, da würde er den Fachbegriff benutzen und der wäre? Konjunktivitis. Und das ist eben wichtig zu wissen. Es gibt oft diese 2 Begriffe für ein und dieselbe Sache. Sehr gut. Okay, weiter geht's mit der Nase. Unten haben wir die Nasenlöcher. Und die weichen, beweglichen Teile an der Seite, das sind die Nasenflügel. Dann gibt's noch die Nasenspitze und den langen Teil, der so hoch zur Stirn führt. Den Nasenrücken. Und genau in diesem Nasenrücken, da sitzt ein Knochen, der oft bei Verletzungen eine Rolle spielt, das Nasenbein. Ah, und da haben wir wieder dieses alte Wort Bein für Knochen. Genau. Ich habe da direkt ein Beispiel aus dem Sport im Kopf. Der Fußballer Kylian Mbappé, der hat sich doch letztens das Nasenbein gebrochen. Stimmt, das war in den Nachrichten. Umgangssprachlich sagt man dann ja einfach, er hat sich die Nase gebrochen. Ja, das ist viel gebräuchlicher. Okay, was kommt als nächstes? Die Ohren. Der weiche Teil ganz unten, wo man Ohrringe trägt, das ist das Ohrläppchen. Richtig. Und der äußere, sichtbare Teil, also das Ganze drumherum, das ist die Ohrmuschel. Und im Inneren wird's dann interessant, oder? Ja, sehr. Der Gang, durch den der Schall ins Ohr kommt, ist der Gehörgang. Und ganz am Ende von diesem Gehörgang liegt das Trommelfell. Das ist diese dünne Haut, die dann vibriert. Genau. Und wenn man die verletzt, kann man zum Beispiel ein Loch im Trommelfell haben. Und was liegt dahinter? Dahinter liegt dann das Mittelohr und eine wirklich häufige Erkrankung, gerade bei Kindern, ist die Mittelohrentzündung. Oh ja, mit Fieber, starken Schmerzen im Ohr und man hört dann auch schlechter. Exakt, das sind die typischen Symptome. Gut, dann gehen wir mal zum Mund- und Rachenraum. Die großen Knochen, in denen unsere Zähne stecken, das ist der Kiefer.
Und da unterscheiden wir zwischen Oberkiefer und Unterkiefer. Und das Gewebe, in dem die Zähne fest verankert sind, ist das Zahnfleisch. Genau. Und wenn sich das entzündet, hat man eine Zahnfleischentzündung. Und hier haben wir wieder ein perfektes Beispiel. Für Alltagssprache versus Fachsprache. Genau, der Fachbegriff dafür lautet nämlich Gingivitis. Gingivitis, okay, das muss man sich merken. Wenn wir jetzt weiter nach hinten in den Mund gehen, also sozusagen zum Dach des Mundes, das ist der Gaumen. Richtig. Und ganz hinten im Rachen, da liegen die Mandeln. Und wenn die sich entzünden, hat man eine Mandelnentzündung. In der Fachsprache auch Tonsillitis genannt. Wenn man das öfter hat, werden die Mandeln ja manchmal operativ entfernt. Stimmt, umgangssprachlich sagt man dann, mir wurden die Mandeln rausgenommen. Und eine typische Frage unter Freunden ist ja auch, hast du deine Mandeln eigentlich noch? Ja, das stimmt. Und der ganze Bereich hinter Mund und Nase ist dann der Rachen. Wenn man Halsschmerzen hat, tut einem ja meistens der Rachen weh. Absolut. So ein typisches erstes Anzeichen ist ja oft dieses Kratzen im Hals. Genau. So, jetzt kommen wir zum Hals. Und da wird es mit dem Wort die Kehle ein bisschen komplexer. Das kann nämlich zwei verschiedene Dinge bedeuten. Okay. Erstens meint es den vorderen, äußeren Teil des Halses. Das Wort kommt oft in Redewendungen vor, zum Beispiel jemandem an die Kehle gehen. Was so viel heißt wie jemanden angreifen? Exakt. Umgangssprachlich sagt man da auch die Gurgel. Ich wäre ihm fast an die Gurgel gegangen. Genau. Und zweitens beschreibt Kehle auch das Innere des Halses, wie in der Redewendung aus voller Kehle singen. Also sehr, sehr laut singen. Richtig. Und diese feste Struktur, die man am Hals fühlen kann, das ist der Kehlkopf. Ja. Bei Männern ist ein Teil davon oft gut sichtbar, das ist dann der Adamsapfel. Verstehe. Und unterhalb dieses Kehlkopfes, da liegt ein sehr wichtiges Organ, das Hormone produziert, die Schilddrüse. Oh ja, die Schilddrüse. Da gibt es ja auch einige bekannte Krankheiten. Ganz genau. Zum Beispiel die Schilddrüsenunterfunktion, in der Fachsprache Hypothyreose. Oder die Schilddrüsenüberfunktion. Richtig, und die heißt dann fachsprachlich Hyperthyreose. Wow. So, das war jetzt wirklich ein intensiver Überblick über den Kopf- und Halsbereich. Ich hoffe, ihr konntet da viel neuen und nützlichen Wortschatz mitnehmen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass ihr jetzt wisst, wie ihr bestimmte Schmerzen oder Probleme beim Arzt genauer beschreiben könnt und dass ihr versteht, warum ein Arzt vielleicht manchmal andere Wörter benutzt als ihr. Genau. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Gedanken für euch zum Mitnehmen. Überlegt doch mal, in welchen anderen Bereichen des Lebens, also außerhalb der Medizin, es auch so eine klare Trennung zwischen Fachsprache und Alltagssprache gibt. Fällt euch da was ein? Eine wirklich spannende Frage. Wenn euch diese Analyse gefallen hat, dann würden wir uns riesig über ein Abonnement für unseren Kanal Deutsch klingt freuen. Absolut. Hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar mit euren Fragen oder Wünschen für zukünftige Themen. Und teilt diese Besprechung mit allen, die auch ihr Deutsch verbessern wollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.